Das Problem der Überbevölkerung. Die Wissenschaft erfreut uns praktisch jeden Tag mit neuen Entdeckungen. Das Wachstum des Fortschritts unserer Zivilisation hat beispiellose Ausmaße erreicht. Doch in dieser Welt hat alles zwei Seiten. Mit dem Anstieg des Lebensstandards wächst auch das Niveau der negativen Einflüsse, die die Menschheit auf die Umwelt ausübt. Neben der Zunahme schädlicher Emissionen könnte uns auch ein anderes Problem erwarten, das sich als noch gefährlicher herausstellen könnte, als es auf den ersten Blick scheint. Nennt es Überbevölkerung, die Erschöpfung aller natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Heute beträgt der tägliche Zuwachs der Bevölkerung 290.000 Menschen. Und wenn dieses Tempo weiter ansteigt, könnte die nächste Generation mit ernsthaften Konsequenzen konfrontiert werden. Denn heute weiß niemand, wie viele Menschen unsere Erde tragen kann. Was erwartet die Menschheit in 100 Jahren und welche Konsequenzen bringt die Überbevölkerung mit sich? Die Erde wird nicht mehr existieren können und wir werden auf einen anderen Planeten umsiedeln müssen. Lassen Sie uns gemeinsam vorstellen, dass das demografische Wachstum in den nächsten 100 Jahren nicht nur nicht abgenommen hat, sondern sogar zugenommen hat. Wohin könnte das führen? Was ist daran gut und was ist daran schlecht? Und wir werden auch betrachten, ob es dafür einen Platz in der realen Welt gibt. All das werdet ihr in diesem Video erfahren. Um unsere neuen Videos nicht zu verpassen, abonniert diesen Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt Kommentare. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken. Und jetzt legen wir los! Zunächst müssen wir klären, was genau. Überbevölkerung. Überbevölkerung ist eine Form der demografischen Krise, die durch einen Überschuss an Bevölkerung im Verhältnis zu den Lebensmitteln oder einen Überschuss an Bevölkerung im Verhältnis zur Nachfrage nach Arbeitskräften gekennzeichnet ist. Ja, das ist nicht ganz klar, ich werde es einfacher erklären. Wenn nicht die gesamte Bevölkerung des Planeten in der Lage ist, Arbeit zu finden und nicht alle mit den notwendigen Ressourcen zum Leben versorgt sind, dann sagt man, dass der Planet überbevölkert ist. Genau so sieht die Situation auf der Erde aus. Jetzt, was denkt ihr, wie viele Menschen lebten auf dem Planeten, als der Schriftsteller Tertullian diese Worte schrieb? Unsere Bevölkerung ist so riesig, dass die Erde uns kaum ertragen kann. Ihr werdet überrascht sein, es scheint, als wären sie erst vor kurzem gesagt worden. Aber das sind die Worte eines Menschen, der am Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus lebte. Sie wurden ausgesprochen, als die Bevölkerung des Planeten gerade mal 300 Millionen Menschen erreicht hatte. Er glaubte, dass Kriege und Naturkatastrophen die Mittel sind, um die Überbevölkerung zu stoppen. Relativ lange wuchs die Bevölkerung des Planeten in einem vergleichsweise bescheidenen Tempo. Die erste Milliarde erreichte unsere Bevölkerung erst im Jahr 1804. Es werden noch 123 Jahre vergehen und die Bevölkerung des Planeten wird sich verdoppeln. Bis zur nächsten Milliarde trennt den Planeten nur noch 3 Jahrzehnte, um genau zu sein, nur 33 Jahre. Gerade erst war der Zweite Weltkrieg vorbei und 1960 war die Bevölkerung bereits auf 3 Milliarden angewachsen. Dann geht alles schneller. In 14 Jahren waren es schon 4 Milliarden und nach weiteren 13 Jahren 5 Milliarden. In 12 Jahren 6. Im gesamten 20. Jahrhundert ist die Bevölkerung des Planeten um 4 Milliarden 410 Millionen gewachsen. So ist die Bevölkerung allein im letzten Jahrhundert um das Vielfache gewachsen. Und das, trotz 2 Weltkriege und der massivsten Grippepandemie in der Geschichte der Menschheit. Einerseits wächst die Bevölkerung in bedrohlichem Tempo, aber andererseits passiert nichts Katastrophales. Um zu verstehen, was mit der Bevölkerung in 100 Jahren passieren wird, müssen wir die Situation heute bestimmen. Jetzt leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde und bis im Jahr 2050 wird diese Zahl 9 Milliarden 300 Millionen Menschen erreichen. Die Wissenschaftler glauben jedoch, dass die Bevölkerung bis zum Jahr 2100 die Marke von 10 Milliarden erreichen wird. In den entwickelten Staaten wird die Bevölkerung hingegen deutlich zurückgehen. Laut einer Studie werden die Zahlen bis 2064 steigen. Danach wird es durch Bildung und Verhütung zu einem Rückgang kommen. Dann wird es aufgrund der massenhaften Verfügbarkeit von höherer Bildung und Verhütung zu einem Rückgang kommen. Zu Spitzenzeiten werden auf dem Planeten 9 Milliarden 700 Millionen Menschen leben, aber bis 2100 werden es nur noch 8 Milliarden 800 Millionen sein, also gerade mal 800.000 mehr als heute. Dabei wird der Anteil der Menschen über 80 Jahre fast um das 6-fache steigen. Doch bereits bei einer Bevölkerung von 10 Milliarden werden uns ernsthafte Konsequenzen erwarten. Ein Hauptproblem könnte der Mangel an Nahrungsmitteln werden. Laut Experten der Vereinten Nationen müssen wir die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 60% steigern, um die ständig wachsende Bevölkerung der Erde zu ernähren, was unter den Bedingungen der globalen Erwärmung sehr schwierig sein wird. So, selbst wenn das Wachstum bei 9 Milliarden langsamer wird, werden wir nicht umhin kommen, irreversible Schäden an den natürlichen Systemen, der Lebensgrundlage und negativen Folgen für die Ökologie der Erde zu erleben.
In den kommenden Jahrzehnten könnten sich die Lebensbedingungen auf der Erde erheblich verschlechtern, was die Menschheit an den Rand des Aussterbens bringen wird. Fast jeder neue Mensch auf der Erde wird zur Arbeit gehen, in den Urlaub fahren und Einkäufe tätigen, was wiederum zu einer Zunahme des Mülls führen wird, der von der gesamten Menschheit produziert wird. Bereits jetzt können wir Phänomene wie den großen pazifischen Müllfleck beobachten, der durch Strömungen entstanden ist, die den Müll allmählich in einem bestimmten Gebiet konzentrieren. Müll, der im Ozean entsorgt wird. In überbevölkerten Städten wird es häufig zu Ausbrüchen von Epidemien kommen, weil sich Viren in einer Umgebung mit hoher Bevölkerungsdichte sehr leicht verbreiten können. Allein in den letzten 20 Jahren hat die Menschheit bereits Epidemien von Vogelgrippe, Fieber, Ebola, AIDS und Coronavirus erlebt und diese Liste wächst weiterhin. Viele Regionen droht die Möglichkeit, wie die Sahara-Wüste auszusehen, und durch die globale Erwärmung wird der Meeresspiegel steigen, was zu Überschwemmungen in Küstengebieten führen wird. Solche Überschwemmungen werden globale Migrationsströme in die Millionenstädte auslösen, die ohnehin schon überfüllt sind und einfach am Rande des Zusammenbruchs stehen. Aber selbst das kann man nicht als das schlimmste Problem bezeichnen, mit dem die Menschen aufgrund der Überbevölkerung der Erde konfrontiert werden könnten. Ein ernsthafteres Problem ist der Mangel an Süßwasser. Im Jahr 2019 hat sich unser Verbrauch von Süßwasser verdreifacht und laut Experten der Vereinten Nationen wird bereits im Jahr 203047% der Bevölkerung unter der Bedrohung von Wasserknappheit leben. Momentan sind in Afrika allein zwischen 75 und 250 Millionen Menschen von dieser Situation betroffen. Und 80% der lokalen Krankheiten, die jährlich mehr als 3 Millionen Menschenleben fordern, hängen mit der schlechten Qualität von Süßwasser zusammen, was wiederum zu einer Zunahme bewaffneter Konflikte führen kann, die bereits in Russland zu beobachten sind. In den Regionen des Nahen Ostens und Nordafrikas. Momentan bedroht die Überbevölkerung nur die dicht besiedelten Länder. Die gegenteilige Situation ist in vielen Ländern Europas und den USA zu beobachten, wo der prozentuale Bevölkerungszuwachs im Gegenteil allmählich abnimmt. Das könnte damit zusammenhängen, dass gebildete Menschen in erster Linie eine Karriere aufbauen und viel mehr Zeit in ihre persönliche Entwicklung investieren wollen. Eines der Lösungen zur Verringerung des demografischen Wachstums wurde jedoch in China angewendet, wo für jedes zweite Kind eine Strafe gezahlt werden musste, was letztendlich das Bevölkerungswachstum in 20 Jahren von 30% auf 10% reduzierte. In anderen Ländern gelten solche Methoden jedoch als zu radikal. Dennoch ist es noch zu früh, über Methoden zur Bekämpfung der Überbevölkerung zu sprechen, denn adäquate Lösungen für dieses Problem existieren praktisch nicht. Es ist durchaus möglich, dass in der Zukunft die Lösung des Problems mit dem Auftauchen einer Strategie für eine rationalere Nutzung der natürlichen Ressourcen einhergeht. Auch mögliche militärische Konflikte um Ressourcen werden die Weltführer dazu bringen, sich mit dem Problem zu befassen und ihre Aufmerksamkeit auf ökologische Fragen zu lenken. Ob diese Maßnahmen in Zukunft eingehalten werden, bleibt momentan ungewiss. Das Auftreten einer großen Anzahl von Menschen, die sich für den Erhalt der Umwelt einsetzen, zeigt zweifellos, dass ein Großteil der Bevölkerung der Erde sich um ihren Planeten kümmert und bereit ist, unsere gemeinsamen Probleme anzugehen. Selbst wenn die Bevölkerung der Erde in Zukunft nicht ihren Höchststand erreicht, wird der Mensch lernen müssen, achtsamer mit seinem Ökosystem umzugehen. Freunde, was denkt ihr über die Überbevölkerung der Erde und was wird in 100 Jahren sein? Wie stehen die Chancen, dass die Vorhersagen der Wissenschaftler eintreffen und Katastrophen anklopfen, oder wird es doch alles glimpflich ausgehen? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren und das war's auch schon. Vielen Dank an alle. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken, damit ihr unsere neuen interessanten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.